Vivi kocht. Heute kommt Vivi kocht sozusagen aus Berlin und ich habe einen ganz besonderen Gast heute für euch und zwar unseren Nachbarn und das ist der beste Regisseur unter den Köchen, Nikolai Sykosch. Nikolai, oh, schön, dass du da bist. Danke, danke. Danke. Getestet komme ich zu dir. Genau, ich habe mich auch extra testen lassen. Hier bei uns in der Ecke ist so ein Schnelltester. Das ist ganz korrekt. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich natürlich sehr. nicht. Du machst mich weltberühmt. Nein, ja vielleicht ein bisschen. Wir kochen heute was ganz Besonderes und zwar kochen wir als Vorspeise White Tiger Shrimps. Bisschen scharf, oder? Schauen wir mal, wie wir es machen. Knoblauch und ein bisschen Chili. Genau, das als Vorspeise und als Hauptspeise gibt es ein Butt. Und ein Steinbutt. Kein Glattbutt, Steinbutt, weil er diese kleinen Teile in der Haut hat. Kannst du gleich fühlen, da sind so kleine Steinchen drin in der Haut. Daher der Name Steinbutt. Was ist ein Glattbutt? Gibt es auch Glattbutt? Gibt es auch Glattbutt. Wirklich? Das wusste ich nicht. Und was machen die Steine? Haben die... Das weiß ich nicht. Müssen wir gleich googeln. Das machen wir. Und dazu machen wir was ganz Besonderes. Das habe ich zum ersten Mal bei Nikolai unten gegessen. Und zwar ist das Sauerkraut, aber nicht wie wir es kennen oder wie ich es kannte, sondern es ist mit Sahne. Was ist denn dein liebstes Küchengadget, Nikolai? Ich glaube, dieses Messer. Echt? Schon ein bisschen scharfig. Es ist alt, aber es schneidet wahnsinnig gut, weil es ist... Oder nicht rostfrei? Nee, das kann dir auch wegrosten, aber es ist so scharf und es verliert die Schärfe nicht. Ach, das ist ja toll. Das ist er. Ein gutes Zeichen. Und wenn du hier rüber fährst mit den Fingern, dann siehst du da, spürst du? Ja. Man sieht es kaum. Ah, wirklich? Siehst du die Dinger drin, ne? Ja. Das sind die Steinchen. Man sieht doch kaum die Augen. Hier waren die Innereien drin. Ach, deswegen. Deswegen ist das auch. Da. Wir sehen eigentlich gut aus. Die hat er vorhin gar nicht so gut gezeigt. Scheidrot. Ja. Je heller rot, desto besser natürlich. Aber es ist ein wunderbarer Fisch. Riecht nach Meer, riecht nicht nach Fisch. Ja. Einwandfrei. Da sind die. Obwohl der Mund so ist. Das ist von dort nach dort gewandert. Im Laufe der Evolution ist er ja mal früher so geschwommen. Und dann hat er sich gedacht, na unten flach am Boden ist besser. Und dann hat es sich so evolutioniert, dass... Ach, ist das abgefahren. Aber der Mund ist immer noch so schräg. Sein Auge ist rübergerutscht. Wo hast du eigentlich kochen gelernt? Ich glaube, ich habe es nicht gelernt. Ich habe es einfach immer gemacht. Aber es war so, als ich studiert habe und meine Mutter immer gesehen hat, dass es nur so die Pizza vom Penny, die Fertigpizza vom Pennymarkt gab, hat sie irgendwann gesagt, so jetzt bist du da alleine, jetzt stell dich mal hierher, jetzt bring ich dir mal 5 Sachen bei. Und dann hat sie mir 5 Sachen beigebracht. Was war das? Und dann damit bin ich bisher durchgekommen. Meine Mutter war eine geniale Köchin, also wahrscheinlich durch das Essen bei ihr. Was waren die 5 Sachen, die man können muss? Nicht mehr, ob ich alles zusammenbringe, aber auf alle Fälle. Also wenn man was brät, muss die Pfanne heiß sein und die Poren sich schließen, wird in schon vorgeheiztes gelegt. Das war also sozusagen die Regel Nummer 1. Aber irgendwann hat man dann einfach Lust zu kochen. Also für mich ist es entspannend. Ich glaube, Talent ist Interesse. Also wenn es einen interessiert, dann macht man es auch und probiert aus. Wollen wir mal schauen, vielleicht langt uns das schon. Ja. Das sieht toll aus. Ist doch schön von den Farben, ne? Dieses Rosa. Ja, die sind ganz unterschiedlich. Ich habe einige Butter verkocht und manchmal sind sie hell, manchmal sind sie ganz finster. Ah, echt? Ja. Kommt drauf an, wo sie wohnen sozusagen. In welchem Zustand sie wahrscheinlich ermordet wurden. Also der Steinbutt. Wo sie gerade waren. Ja? Also ist der Steinbutt sozusagen das Chamäleon unter den Fischen? Ja. Ach krass. Hat sich auf alle Fälle perfektioniert in Mimikry. So. Ja. So, man braucht frisches Sauerkraut, dünste es leicht an mit etwas Butter. Aber erstmal müssen wir spülen, oder? Wir spülen es vorher. Ja, auf alle Fälle. Lassen in dem Topf etwas Butter. Wenn jemand hier sieht.
Nikolai, wenn du so abends von so einem langen, schwierigen Probentag nach Hause kommst, was kostet dir da? Dann darf ich nicht mehr essen. Es ist 10 Uhr und dann kann man überhaupt nicht mehr essen. Isst du nachts gar nicht? Doch, natürlich. Das ist ja das Problem. Ja, das sieht so top aus. Ja, es ist nur, weil das Bild hier abgeschnitten ist. Ja, du probst bis 10, 11 und dann, du kennst es ja. Ja, und dann hat man noch ein bisschen Hunger. An meinem Eisschrank hängen so 4 dicke italienische Männer am Strand in Badehosen. Die warnen mich immer davor, was passiert, wenn man dann nachts nochmal den Eisschrank aufmacht. Ja. Was war das Abgefahrenste, was du je gegessen hast? Also so, wo du denkst, boah, das hätte ich ja nie gedacht, dass man das essen kann auch. Vegetarisch. Es gab ein Restaurant, das Margot in Berlin, schickes Lokal, und die haben ein vegetarisches Menü, 8 Gänge oder 12 oder keine Ahnung. Und beim vegetarischen Menü ist ja die Frage, was ist das Zentrum? Was so, wenn du kein Fleisch, kein Fisch in der Mitte hast. Ja. Und das war so großartig und so einmalig, dass ich das Zentrum, also das Fehlen dieses Zentrums überhaupt nicht dran gedacht habe. Und das war schon das Tollste, und die größte Überraschung. Also dass du aus irgendwelchen Kartoffelschalen und Erbsen und nichts gegen Gemüse. Ich bin ja großer Gemüsefreund. Genau, du hast kein Bashing. Aber dass du ein 8-gängiges Menü in vegetarisch herstellst und dir fehlt nichts. Genau. Und eigentlich, jetzt muss man wirklich ein bisschen Werbung machen, Rogacki oder auch Rogatski. Ich sage Rogatski, aber ich glaube, Sie sprechen es CK aus. Ah ja, okay. Ist eigentlich uralte Fischräucherei, letztes Jahrhundert noch, hier in Wilmersdorf, in Charlottenburg, in Berlin. Bismarckstraße, U-Bahn-Station. Denk an meine Mutter, es muss heiß sein. Es war auch eben so heiß. Ich würde sie in Schale machen. Ich würde sie nicht schälen. Nee. Also werden sie auch nicht entdarmt. Okay, alles klar. Das machen wir mit den Zähnen. Was sind so die Lieblingssachen, die du kochst? Oder was sind so, wo du weißt, das koche ich blind? Zitronenhuhn. Oh. Na, du stopfst eine Zitrone in ein Huhn. Die Zitrone hast du vorher gelöchert und dann wird es im Ofen eine Stunde gebraten und dann ist es fertig. Ich habe noch Petersilie. Das ist besser. Soll ich die nehmen? Ja. Ist auch gewaschen. Ja, so ein bisschen. Das ist ja riesig. Das ist beinahe too much für diese Menge. Aber so. Nein, was ist also Kartoffelbrei, ich glaube, das ist so ein Kinderessen. Bratwürsten oder wenn es irgendein... Grob oder fein? Grob. Ja. Und wenn es irgendein Fleisch gab, hat man in den Kartoffelbrei so eine Kuhle reingemacht, die Soße dazu hinein und dann wieder geschlossen, sodass du dann anbohren konntest und dann floss die Soße aus dem Kartoffelbrei herab. Sensationell. Ich glaube, das... Ist das fein? Deine nächste Produktion ist in Dresden. Was Weg ist es, oder? Ab jetzt. Weg ist es. Ja, genau. Weg ist es. Das geht ab ganz jetzt schnell. von Ellen Eichhorn und am 13.10. habt ihr, nee, 13.11. Ne? Habt ihr Premiere. Wir wollen nichts beschreiben. Ja. Sie sollte sein am 3. Dezember letzten Jahres. Ach so. Wurde verschoben in den April, wurde verschoben jetzt in den November. Wenn du jetzt für deine Freundin ein romantisches Dinner kochst, was würdest du kochen? Aber ein Kalbsbries. Milken in der Schweiz, das wäre schon irgendwas, was ich, was wirklich eine feine Sache. Oder so ein schöner Fisch wie heute. Ja. Also es kommt ganz drauf an. Ja. Ich glaube, es ist eher so, was man gerade so findet. Tranchieren des Fisches. Oder entfernt jetzt erstmal die Haut. Wir lassen alles drin, wir nehmen den schmeißen den Kopf weg und machen aus dem Rest dann hier noch eine Soße, aber die Filets legen wir in der Zeit warm und die versuche ich jetzt rauszulösen.
Häppchen. In dem Falle, beim Evolutionsfisch ist es ja nur 1. Ah ja, stimmt. Genau wie ich. Naja. Du meinst anders als bei der Seezunge. Also wir quetschen jetzt das hier Das ist da die durch Karkasse da rein. und die Schalotten. Ja. Aber dann hast du eigentlich Kochen, Learning by Doing. Ja, Learning by Eating. Fisch. Nikolai, sieht fantastisch aus. Gunnar Dankeschön. Jetzt probieren wir mal. Ob der Fisch hält, was er verspricht. Das ist sehr fein. Und? Wie heißt das Sauerkraut? Wie immer. Fantastisch. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich bedanke mich. Dankeschön. Und wir wünschen viel Spaß beim Nachkochen. Tschüss. Guten Appetit. Tschüss.